Ich habe mir letztes Jahr einen großen Traum verwirklicht. Der Plan, Afrika mit eigenen Augen zu sehen. Dafür habe ich mir in Südafrika ein Auto gekauft und bin einfach Richtung Deutschland losgefahren. Was ich in den 22 Ländern alles erlebt habe, seht ihr hier. Alter, wow, Scheiße! Es ist Tag 235 hier auf dem afrikanischen Kontinent und um die Bearbeitungszeit unseres Visums für die Elfenbeinküste zu überbrücken, haben wir uns entschlossen, ziemlich weit in den Norden des Landes zu fahren, um dort in einem Nationalpark auf Safari zu gehen. Doch wir schaffen den Weg nur ungefähr bis zur Hälfte, als plötzlich ein Knackgeräusch ertönt und das Auto liegen bleibt. Glücklicherweise kommen wir direkt vor einer kleinen Werkstatt zum Stillstand. So, wir haben jetzt gerade ein klitzekleines Problem. Gestern haben wir noch bei den Goldminern verbracht und da habe ich denen noch erzählt, wie toll mein Auto ist und dass mein Auto noch nie Probleme gemacht hat. Und heute fahren wir hier den Ganghaus raus und jetzt vermuten wir, dass ich Getriebeschaden oder so habe. Also im Allradmodus funktioniert das Auto und ich kann weiterfahren, nur im normalen Modus nicht. Und jetzt sind wir hier gerade noch in die Stadt eskortiert worden zu den besten Mechanikern des Vertrauens. Aber auch gleich mit Priorität behandelt worden, also keine 2 Minuten hier, schon steht es auf der Britsche. Die Grube ist halt geil. Die ist halt einfach nur ein Loch. Die haben da einfach nur ein Loch gebuddelt. Ja. Jetzt heißt es beten, dass es ein nicht zu großes Problem ist und wir hier heute vielleicht auch noch aus der Stadt rausfahren können. In Mole. In Mole National Park. Ja, heute, das können wir uns abschmecken. Heute noch. Heute nicht mehr, heute nicht mehr. So, what do you think is the problem? The problem is inside the gearbox. The gearbox. I want to move this one down. Oh wow, okay. Damn. Da haben wir schon die Hängematten gespannt. Da drüben wird das Auto repariert und da wird mein Kumpel Jan repariert. Er bekommt endlich mal wieder eine gute Frisur. Endlich. Und kostet nur 10. 10 Zini. So, ich bin gerade aufgestanden. Hier direkt im Innenhof der Garage. Wir haben direkt hinter der Grube gepennt, haben das Auto einfach nur nach hinten gerollt. Neuer Tag ist angebrochen und heute hoffen wir, dass wir das geregelt bekommen. Die haben ja gestern komplett das ganze Getriebe weggemacht. Dann haben sie irgendwas rumgewerkelt, dann sind mit der Schubkarre weggefahren und sind, keine Ahnung, 3-4 Stunden später wiedergekommen. Wir sind da eingebaut, ich habe die ganze Zeit gefragt, was kaputt war, die konnten es mir irgendwie nicht sagen. Und dann war es wieder eingebaut, dachten, ja fuck geil, wir können noch wegfahren. Die haben echt lange in die Nacht gearbeitet, es war schon dunkel. Und dann ging gar nichts. Geil! Nichts haben sie gemacht, nichts haben sie repariert. Jetzt zieht euch rein, wo wir gepennt haben. Aber es war recht ruhig hier, also ich fand es bis auf geil. Morgens, als der Muezzin vom Turm runtergerufen hat. Und dann lauter Radios an. Allah Akbar. Ein Wunder ist geschehen. Bei der hinteren Antriebswelle gesehen, dass es einfach den vorderen Kopf abgedreht hatte. Und da ging deswegen gar nichts mehr. Und dann musste ein Spare-Part von der großen Stadt, die, keine Ahnung, 2,5 Stunden Autofahrt entfernt war, bestellt werden. Dann musste einer von hier dahin fahren, uns holen und dann saßen wir den ganzen Tag rum. Dann haben wir noch Ölwechsel und alles mögliche andere gemacht. Jetzt sind wir noch ein bisschen raus aus der Stadt gefahren. Am Ende haben uns in dieser Gegend alle gekannt. War ziemlich witzig. Reparaturkosten. Ihr habt keine Ahnung, ihr könnt es euch nicht vorstellen, wie billig das war. Richtig, richtig geil. Natürlich durch unser Verhandlungsgeschick. Ölwechsel gemacht, Bremsen ausgetauscht. Getriebe aus- und eingebaut und noch das hintere Ding gemacht. Für 30 €. Aber halt das Ersatz, der hat mich einiges gekostet, da haben sie uns, glaube ich, abgerippt. Ghana ist mir richtig sympathisch und es macht einfach Spaß, hier gemeinsam die Gegend zu erkunden. Das Land umfasst eine Fläche von etwa 239.000 Quadratkilometer und ist damit etwa 2/3 so groß wie Deutschland. Die Bevölkerung beträgt rund 34 Millionen Menschen. Die meisten Menschen wohnen in der Nähe der Atlantikküste. Die Hauptstadt Accra ist das wirtschaftliche und kulturelle Zentrum des Landes. Die Amtssprache Ghanas ist Englisch, was nach den vielen Ländern mit den Verständigungsproblemen einfach richtig geil ist.
Die Geschichte Ghanas reicht bis in die Zeit der alten Königreiche wie das Ashanti-Reich zurück. Das Land war ein bedeutendes Zentrum des Goldhandels. Ein Drittel der Exporterlöse hängen mit der Förderung von Gold zusammen. Auch weitere Rohstoffe wie Kakao, Erdöl oder Zuckerrohr und viele weitere werden in alle Welt exportiert. Durch diesen Reichtum und auch den gewinnbringenden Sklavenhandel reihten sich seit dem 17. Jahrhundert alle möglichen europäischen Seemächte in einer Konzentration wie an keinem anderen Gebiet in Afrika. Nach der Kolonialisierung durch Großbritannien erlangte Ghana 1957 als eines der ersten afrikanischen Länder seine Unabhängigkeit. Mit anfänglichen Schwierigkeiten und verschiedenen Militärputschen schaffte es das Land 1992 eine demokratische Verfassung mit freien Wahlen zu implementieren. Rund 70% der Bevölkerung sind Christen, etwa 18% Muslime und der Rest hängt traditionellen Religionen an. Bräuche wie farbenfrohe Feste und Ahnenverehrungen sind tief in der Kultur verwurzelt. Über die für mich verrückten Beerdigungen habe ich ja bereits was gesagt. Es gibt einen künstlich angelegten Stausee, der 15 Mal so groß wie unser geliebter Bodensee ist. Damit ist dieser der weltweit größte Stausee der Erde. Und trotzdem sind wir hier auf Wassersuche. No water! Das ist ein gutes Workout, Mann. Das ist richtig anstrengend. Ja, wir müssen ja, wenn es funktioniert. Where's the water? So, next water pump. Let's try to get some liquid gold out of that one. Fucking water. Ja, jetzt pump halt noch ein bisschen. For that one is for the Muslims. But we having Was bei uns hinter verschlossenen Türen passiert, ist hier an jeder Straßenecke ganz normal. So, wir haben es jetzt endlich in den Mole National Park geschafft. Jetzt sind wir gerade auf einer ganz anderen Mission. Erzähl mal. Also wir wollen ein Hühnchen heute Nacht schlachten, weil wir beide gesagt haben, wir sind so entfremdet von diesem Prozess. Gehen bei uns in Deutschland in den Supermarkt, kaufen ein Hühnchen, aber man weiß gar nicht, wie dieser Prozess abläuft mit dem Schlachten. Deswegen haben wir gesagt, wir fahren jetzt ins nächste Dorf, holen uns ein Chicken, schlachten das selber Im National Park. und machen dann unser Barbecue heute Nacht. Meine Challenge ist, das Chicken festzuhalten. Seine Challenge ist, den Kopf abzuschneiden. Und dann muss man das Chicken gut festhalten, weil dann ja, die ganzen Nerven einfach noch... Ja gut, normalerweise würde es losfliegen. Also Ach so. es würde einfach mit abgeschlagenem Kopf durch die Gegend fliegen. Ja, ist schon ziemlich... 3-5 Sekunden. Oder wir lassen es halt rumfliegen. Aber dann ist es eine Riesensauerei. Ja, das stimmt, weil dann spritzt halt Blut aus dem Hals. Naja, ich weiß gar nicht, ob ich das auf YouTube überhaupt stellen darf. Das wird, die ganzen Veganer da draußen, Vegetarier, werden uns auch hassen. Hey, one question. Do you know where to buy a chicken? Chicken. Yeah? The entire chicken. So, eins von diesen wird heute das Schicksalshuhn für uns. Welches sollen wir nehmen? This one, eh? Ja. Oder welche mit? Du mit dem Messer. Eigentlich will ich es gar nicht machen. Sollen wir das hier schon schlachten? Nee, wir schlachten es bei uns. Alright, thank you. Da ist unser Chicken, das wir gerade frisch vom Markt geholt haben. Kannst nicht schlachten, Mann. Bist ready? Gerade wurde noch das Messer geschärft. Ich möchte an dieser Stelle anmerken, dass ich lange überlegt habe, das hier überhaupt zu posten. Ich weiß nicht, ob das Video demonetarisiert oder sogar ganz gelöscht wird. Uns wurde erzählt, dass so gut wie jedes Kind ab einem Alter von 6 oder 7 Jahren das hier selbst macht. Es gehört zum täglichen Leben dazu, mit dem großen Unterschied, dass die Hühner dort die meiste Zeit ihres Lebens komplett frei herumlaufen durften. Ich entschuldige mich an dieser Stelle dafür, dass wir uns nicht besser vorbereitet haben, um das Leid des Tieres weiter zu reduzieren. Aber es ist, wie es ist. Und weil mir hier Authentizität extrem wichtig ist, poste ich es so, wie es war. Ich denke, dass wir unsere Lektion gelernt haben. Ja, was sagen wir? Sollen wir noch ein Gebet sprechen oder sollen Ich weiß wir es nicht, ich glaube, wir killen es jetzt einfach. Sollen die so einen Kopf nehmen oder was? Nee. Du musst ihn von unten heben doch, Ja, nicht, oder? dass du mir reinschneidest, ey. Jetzt beeil dich, Mann, ich will die nicht länger leiden lassen. Da ist ein Affe. Jetzt gibt's Abendessen. 3. Aber nein, so kriegst du den Kopf nicht richtig weg. Du musst es oben halten und dann, weißt ich halt hier und du hältst den Kopf. Ja, nimm doch, komm doch her jetzt! Ja, du hast den nicht. Du musst den oben halten, Alter, sonst geht es nicht. Oh, jetzt komm. Nein, du musst richtig greifen. Wie? Das kann ich nicht. Also dann doch, du machst mach es. Nein, du machst es jetzt. Nee, ich kann das nicht. Doch, Ich muss das einfach so durchschneiden. Jetzt lass mich Ja, machen. aber jetzt mach.
Scheiße. Oh, scheiße. Oh. Alter, das Messer. Ich bin schon. Das ist zu krass, ey. Das ist zu krass. Jetzt schneid den Kopf endlich weg. Digga, das geht. Ja, halt oben. Alter. Oh. Alter. Oh, shit. Alter, das... Nee. Okay. Digga, das Messer taugt gar nichts. Alter, ist das intensiv. Das ist richtig... Das ist richtig schwarz zu Augen. Oh. Das ist richtig intensiv. Alter, die zittert noch voll. Aber ich glaube, die ist tot. Hast du schon mal einen Fisch getötet? Nee, Ja, das hat man gesehen. guck, die wird jetzt fliegen. Alter, Das ist halt hart, ey. das ist richtig hart. Boah, Junge, hat ist mir das schwer gefallen. Ich entschuldige mich, dass ich das Hühnchen hab leiden lassen. Echt, das können wir niemals posten. Nee. Das ist zu hart. Das ist zu hart. Jetzt müssen wir es rupfen. Pass auf, das rutscht. Das fällt runter. Jetzt fällt's. Hey, do you know how to open a chicken? Chicken. To get the intestines out? Yeah. Oh no, we have to do it ourselves, I Okay. think. Yeah. Because we want to experience how it is. Good evening. Good evening. Good evening. Der offizielle Campingplatz vom Hey, Mole sieht schon gut National Park. Einfach komplett schief. Sonst keine Sau hier. Da oben sind sogar Duschen und Klos, was mich echt überrascht hat. Aber ansonsten hat es hier halt einfach gar nichts. Hey, aber wir haben ein geiles Camp und heute Abend wird ein Chicken gegrillt. Jetzt wird es gerade hier noch entfedert. Hast du was auch schon aufgesetzt? Nee, noch nicht. Yeah, Wir haben jetzt gerade Hilfe bekommen beim Chicken zerlegen von einem Experten. What's your name again? Daniel. Daniel. He's just showing us how to open a chicken. These are the eggs. This is matured. This is after laying this will have been the next. Yeah. And then this yellow one will also develop to this. You try to But take you them. you eat it. Yes, they are all edible. Very nice. You cook them together with the meat and it's so sweet. I think I've never tried all this stuff. Oh, it's good. That is even my favorite part. Really? Yes, when I kill a fowl. Also was was ist ist das? Niere? Ey Jan, wie schmeckt das Chicken? Das selbstgeschlachtete Chicken, was einfach vor einer Stunde noch gelebt hat, wo wir die Federn rausgerissen haben, den Kopf abgeschnitten haben. Es ist schon eine total andere Wertschätzung gegenüber dem Fleisch. Das hat jetzt echt Man- lang gedauert auch. Ja, fast 2 Stunden mit Schlachten, Federn zupfen, Organe raus, würzen, beulen. Aber jetzt weiß man, was man da hat. Und was Was wirklich dahinter davor steckt. war. Und wir haben halt wirklich Innereien gegessen und alles verwertet. Das war das erste Ei, was ich gegessen habe, was noch nicht das Tageslicht der Welt erblickt hat. Chicken Heart. Thank you, man, for showing us. Thank you. He's the man. Yes, I'm really enjoying it. Yeah. Look at my hand. Yeah. Important. That's Daniel. Am nächsten Tag fahren wir früh in den Park hinein, in der Hoffnung, ein paar Tiere zu sehen. Leider bleibt es bloß bei einem Warzenschwein und mehreren Affen, die uns sowieso später die Zeit beim Camp schwer machen. Alter, die Viecher essen hier einfach Müll. Der hat eben sein T-Shirt. Hey. Hey. Auf, ey, das ist doch so eklig. der reibt es an seinen Penis. Jetzt lässt es los. Oh, boah. Hey. Alter. Oh, Alter, pass auf. Oh Mann, nee. Der gibt es nicht mehr, der springt in den Dschungel mit dem T-Shirt. Jetzt hat er es losgelassen. Jetzt muss ich hin. Hey, du Kleines! Guck mal, wie das aussieht. Zeig mal. Die ficken. Also das ist halt komplett am Arsch, ey. Also,
Wir sind hier immer noch im Nationalpark auf dem Campingplatz und es ist einfach nur scheiße heiß. Umgeben von den Tieren hier. Die Affen, die kommen immer näher, die Babunen sind am Start. Da unten liegen die anderen, alle im Schatten, sind nicht ganz so aktiv. Aber jetzt, wenn wir anfangen zu kochen und sie die Zwiebeln riechen, dann gibt es Stress hier mit denen. Dann müssen wir uns hier mit dem Messer verteidigen. Also sie sind echt schon ein paar Mal näher hergekommen, da musste man hier mit dem Messer ein bisschen hinter denen herrennen. Damit sie wieder wissen, wer Babbo ist. hier der Babbo ist. Alter, das ist halt echt hart. Die sind halt überall, Mann. Da sitzen sie überall. Jetzt hat gerade einer einfach, während wir nicht richtig hingeschaut haben, hat er eine einfach die Packung Spaghetti geklaut. Digga, wo ist denn hier ein Rührstab? Ja, hinter dir da drin. In dem Eck. In dem Eck. Da links, schau mal ganz links. Hey! Alter, jetzt kommen sie alle. Ja klar, die riechen das Essen. Das ist super bescheuert. Guck mal, was da für Scharen kommen. Hey! Oh shit, ey. Hey! Nee, doch, ich schau jetzt hier. Du machst Essen. Digga, ich kann nicht die Dosen aufmachen. Hey! Ah! Die kommen und einschalten. Hör mal auf, ey, das bringt doch nichts hier zu kochen. Ja, was sollen wir denn jetzt machen? Ja, abbauen. Tschüss, essen. Ey, Wir das. liegen das doch alle, das hab ich dir gleich gesagt. Nee, ich glaube, wenn wir hier dabei bleiben, dann passt. Guck mal, der klettert schon aufs Auto. Irgendeiner ist auf dem Dach. Hey! Nee, ich feiere das absolut nicht. Die sind keine Bedrohung für uns, aber da, die Großen, wenn die dich beißen, dann bist du am Arsch, ey. Wir sind jetzt eh schon dabei zu kochen. Alter, denk mal, du bewachst den Tisch nicht. Die räumen alles leer. Die nehmen alles mit. Aber alles. Nee, macht nichts. Ich bin vorhin halt auf ihn zugegangen, anstatt dass ich einfach meins verteidigt habe. Und dann war das ein krasser Angriff. Und dann sind halt alle gekommen. Die wissen ganz genau, was abgeht. Ein bisschen, nicht alles. Bei der zweiten Tour haben wir dann mehr Glück und sind froh, doch hier hochgekommen zu sein. Wir verlassen den Nationalpark und es geht weiter Richtung Elfenbeinküste, Land 12 meiner Reise.
Jan ist gerade richtig am Sack. Kann gar nicht mehr. Wir sind heute den ganzen Tag gefahren auf so richtig beschissenen Straßen. Jetzt hier erstmal noch Immigration Stop. So, der letzte Tag in Ghana neigt sich dem Ende zu. Wir versuchen jetzt dann gleich über die Grenze nach Ivory Coast zu fahren. Ich hoffe, dass wir jetzt gut vorbereitet sind. Der Jan hat sich seine besten Sachen angezogen, seine Goldkette umgelegt. Wir haben sogar extra von Deutschland so eine Billig-Uhr gekauft, die aber ein bisschen nach was aussieht. Die reißt mir gerade alle Haare raus hier am Handgelenk mit diesem Gummizug. Diese Uhr wird uns vielleicht über die Grenze bringen. Alter, weil vielleicht müssen wir einen Deal von Brother zu Brother machen. Wenn sie uns 10-mal Nein sagen, dann packen wir die Uhr aus und sagen, hey, unser Erbstück, das Beste, was wir haben für dich, von Bruder zu Bruder, und dann wird sicher was vorwärts gehen. Hoffen wir mal. Nee, also das Problem ist, alle Grenzen in Ivory Coast sind gerade offiziell zu. Ich habe neue Regelungen bekommen vom offiziellen Amt in Abidjan, in der Hauptstadt, dass keine Anträge mehr durchkommen, und jetzt sind gerade alle Reisende stuck. Falls es eben nicht klappt, dann wird es wahrscheinlich darauf rauslaufen, dass wir uns vielleicht mit 2 anderen zusammentun und dann im Süden von Burkina Faso und Mali fahren müssen und eben Ivory Coast umfahren müssen, um nach Guinea zu kommen. Was aber das wäre jetzt nur eine Alternative. Ja, und die Alternative überzeugt uns beide noch nicht so richtig, weil... Ja. Davor würde ich mir eher einen Flug von Accra nach Barcelona buchen. Und mich allein lassen, ey, du Pisser. Die Ausreise hat schon mal geklappt und auch bei der Einreise scheint es keine Probleme zu geben. Aber das dachte ich schon öfters und deshalb sitzen wir eine Station weiter auch schon wieder fest und sind wieder im Strudel der Willkür anderer Menschen gelandet. Ein Mittagessen, warten auf den obersten Boss und viel Smalltalk später endlich die Antwort. We fucking did it! We made it to Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire! Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire! Elfenbeinküste, wir sind drinne. Obwohl alle Grenzen offiziell zu sind, obwohl gerade keine Reisenden mehr weiterkommen. Und diese kleine Grenze, die wussten halt selber nicht ganz so genau, wie dieser Prozess abläuft. Er hat uns gefragt, ja, welche Dokumente die anderen Länder denn unterschrieben hätten. So, noch keine 4 Stunden in Ivory Coast und schon sind wir wieder auf dem Schrottplatz / Mechaniker-Werkstatt. Mein Transmission, was die das letzte Mal ausgebaut haben, fängt jetzt gerade an zu leaken. Oder es hat schon vorher angefangen zu leaken auf der anderen Seite in Ghana. Das müssen wir jetzt erstmal wieder richten lassen. Deswegen ein bisschen mies, aber ich hoffe, die finden den Fehler relativ schnell. Ich habe keinen Bock, hier ewig so zu warten. Die nächsten Tage verfliegen schnell. Wir feiern unseren Sieg entgegen aller Erwartungen und ohne Bestechung in das Land gekommen zu sein. Und fahren relativ zügig durch bis Yamoussoukro, der früheren Hauptstadt der Elfenbeinküste. Dort besuchen wir eine der größten und höchsten Basilika der Welt, die so gut wie immer leer steht. Meiner Meinung nach absolut bescheuert, so viel Geld in ein so unnötiges Bauwerk zu stecken, während Menschen nebenan in erbärmlichen Zuständen leben. Was uns fasziniert, ist ein Alligatorbecken mitten in der Stadt, gesichert durch einen normalen Zaun, natürlich alles TÜV geprüft. Nicht mal in Afrika bleibt man von diesem Gesicht verschont. Sie wird in den folgenden Tagen vom Präsidenten hier geehrt. Opportunisten wie wir sind, nehmen wir also eine neue Identität bei den Straßenkontrollen an und sind ab sofort die Söhne von Mutti Angela.
Wir haben jetzt gerade hier auf der Straße angehalten und haben gedacht, hier ist irgendeine Wassertaufe oder so, aber die sind hier alle nur mit einem Sieb im Wasser und versuchen irgendwas rauszuholen. Fische können es eigentlich nicht sein, weil viele Fische sind nicht dabei und die sind hier überall drin. Der Jan steht da vorne, umzingelt von bestimmt 20 Einheimischen. So, wir sind jetzt noch mal ein Stück weiter gekommen und haben jetzt hier einen richtig geilen Schlafplatz gefunden. Beziehungsweise wir wissen noch nicht, ob wir hier schlafen. Wir haben jetzt hier eigentlich nur Pause machen wollen. Haben dann ewig lang in den Hängematten gechillt hier. Und direkt da unten ist einfach ein richtig cooler Fluss, wo wir gerade noch baden waren. Weil es ist schon echt eine willkommene Abwechslung, bei dem heißen Wetter einfach irgendwo reinspringen zu können. Wir suchen jeden Tag nach irgendwas, wo wir baden können, egal ob es ein Pool ist in der Stadt oder einfach hier irgendein Gewässer. Weil anders hält man es einfach nicht aus. Also wirklich, Luftfeuchtigkeit ist wieder extrem hoch. Jetzt kommen wir langsam auch wieder näher zu dem Regenwaldgebiet, wo einfach alles bewachsen ist. Sieht wunderschön aus. Ich bin gerade noch Drohne geflogen. Weiter geht's zur Grenze von Guinea. Kurz vor der Grenze passiert genau das, wovor ich so lange verschont geblieben bin. Beim Abbiegen nach links überholt mich ein Scooter und BAM!